Der in Schieflage geratene Reed Medical Properties Trust konnte gestern um über 13% im Kurs zulegen und deswegen schauen wir uns heute an, ob sich jetzt hier vielleicht für langfristig orientierte Anleger ein Einstieg lohnt. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute Medical Properties Trust an und dazu auch die letzten News und die aktuelle Einschätzung der Lage. Zuerst mal zu den Neuigkeiten, die jetzt zu diesem Kursanstieg geführt haben bei Medical Properties Trust. Und das war hier ein Vergleich, den man verkündet hat, der dazu führt, dass der Hauptkunde sozusagen, der Haupttenant Steward Healthcare hier nicht mehr der Betreiber der einzelnen Krankenhäuser und ja, einfach Einrichtungen sein wird. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass ja, man wieder in der Lage ist, Einnahmen zu generieren. Und das gilt aber jetzt erstmal hier für 15 Hospitals in den USA, die jetzt hier eben wieder zurückgeführt wurden zu Medical Properties Trust. Und die hat man jetzt an 4 neue Kunden geleast und das betrifft jetzt hier eben 15 Krankenhäuser. Insgesamt hatte hier Medical Properties Trust aber 23. Das heißt, es sind hier noch 3 offen. Also 15 sind schon mal gefixt und 8 müssen jetzt eben noch hier ausgetauscht werden. Und sie sagen jetzt eben auch hier, dass ihr Ziel es ist, die Operations, die jetzt hier von Steward Healthcare durchgeführt wurden, dass man da jetzt eben einfach den Tenant mit jemandem ersetzen will, der ja eine qualitative, ja einfach einen qualitativen Ersatz liefern kann, eben für diese Einrichtungen. Und man sagt auch jetzt, dass 95% der Umsätze, die man also der Miete, die Steward Healthcare erzeugt hätte, man jetzt schon durch diese 15 Hospitals jetzt abgesichert hat. Also das ist schon mal eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht und da hat die Aktie auch sehr, sehr positiv drauf reagiert, nachdem noch ein paar Analystenkommentare dazu gekommen sind, die das zunehmend befeuert haben. Ich möchte noch so einen kleinen Überblick über Medical Properties Trust geben. Grundsätzlich ist es ein Immobilieninvestmentfonds, also ein REIT, der sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Entwicklung von Gesundheitsimmobilien spezialisiert hat, also klassisch Krankenhäuser zum Beispiel, und besitzt da einfach hauptsächlich eben Akutkrankenhäuser, Rehabilitationskliniken und Gesundheitseinrichtungen und man ist eigentlich schon relativ global aufgestellt, wie wir hier sehen können. Also natürlich sehr, sehr USA-lastig, aber man ist in 9 Ländern vertreten und hat hier 435 Einrichtungen und 53 Hauptkunden. Ja, also grundsätzlich kann man doch schon sagen, dass man einigermaßen gut aufgestellt ist, aber wir werden jetzt dann auch noch gleich sehen, dass das alles doch schon sehr zentral war, alles auf Steward Healthcare zugeschnitten. Auf jeden Fall war das Ergebnis in den letzten abgelaufenen Quartalen hier stark negativ bei den Funds from Operations, wie wir hier sehen. Zwar ist das Ergebnis jetzt nicht mehr ganz so schlecht, wie es hier Mitte 2024 war, aber im Vergleich zu 2023 ist das natürlich wirklich ein desaströses Schaubild, was hier dieses Unternehmen liefert und ist natürlich auch der Hauptgrund, warum die Aktie, also ich glaube, minus 70% oder so im Kurs verloren hat in den letzten Monaten. Auch die Verschuldung ist wirklich immer noch extrem hoch. Also wir haben wirklich hohe Schuldenlast bei Medical Properties Trust, die man auch ganz genau im Auge behalten sollte. Zudem ist hier die Verschuldung mit dieser Average Interest Rate mit 4,2% knapp auch wirklich extrem hoch. Also das ist eine sehr hohe Schuldenrate bei den Zinsen. Ich meine, die Zinsen werden jetzt immer weiter sinken und irgendwann wird man hier deutlich über dem Durchschnitt der Zinsen sein, die man eben dann bekommen wird. Das ist zumindest meine Meinung. Von dem her ist es eine wirklich sehr, sehr schlechte Position, in der sich Medical Properties ja, schuldentechnisch befindet. Auch wenn hier 91% fixed sind, ist es vielleicht sogar in dem Fall tendenziell eher schlecht, wenn jetzt wirklich die Zinsen relativ schnell gesenkt werden sollten. Ja, grundsätzlich kann man hier auch nicht so viel aus ihren Zahlen hier mit rausnehmen, weil die sich halt einfach alles schön rechnen. Also Adjusted Net Debt to Adjusted Annualized EBITDA Ratio
haben wir eine Verschuldung von 8 und das ist ja schon schlecht. Also 6 sollte so der absolute Max sein, wenn es ein wirklich breites Ding ist, sowas wie Realty Income etc., vielleicht 7, aber ein 8-facher Verschuldungsgrad, der so schön gerechnet ist, ist wirklich absolut schlecht. Also das ist eine ganz hohe Verschuldung. Das wäre für mich die erste Red Flag, die für mich halt einfach ein Invest in dieses Unternehmen nicht mehr sinnvoll erscheinen lassen würde. Muss es sich natürlich nicht jetzt hier ewig so halten, kann sich natürlich auch bessern. Von dem her schauen wir erstmal weiter. Wir sehen auch hier, dass die meisten Maturities der Base Rate of Interest, also schon noch sehr, sehr lange ausstehen. Das ist definitiv der Fall, was ja auch relativ gut ist. Und hier einfach mal nochmal die Streuung aufgezeigt nach Asset Type. Also man ist da schon breit einfach drinnen. Aber jetzt kommt hier der springende Punkt, der auch zu diesem hohen Klumpenrisiko geführt hat. Es ist jetzt eben das vergangene Quartal. Da hat Steward Healthcare hier mit 36 Properties noch knapp 20% der ganzen Total Assets ausgemacht. Also ein wirklich hohes Risiko eben nur bei Steward Healthcare. Und die haben eben ihren File for Bankruptcy, also die sind einfach bankrott gegangen und mussten hier die Bankruptcy filen. Und das ist natürlich dann auch ein sehr, sehr hoher Mietausfall für Medical Properties Trust gewesen. Und da hat man es jetzt eben geschafft, hier neue Tenants teilweise hinzubringen. Musste natürlich auch ganz viel verkaufen, teilweise musste da viel Tafelsilber aus dem eigenen Portfolio nehmen, um die Schuldenlast zu reduzieren, etc. Also einfach eine schlechte Position, die man sich hier erarbeitet hat. Es ist alles nicht ganz einfach. Wir sehen, dass in den USA 60% der Umsätze erzielt werden, international, also der Rest knapp 40%, also eine ungefähr ja, 50-50 Aufteilung, also relativ nett. Ja, wichtigstes Land, selbstverständlich, sind die USA und danach kommt United Kingdom, also Großbritannien. Genau, und den Rest schauen wir uns mal ein anderes Mal an und jetzt hier nochmal zu dem Kurs. Wir sehen hier 13,75% ist es nach oben gegangen, nachdem jetzt hier diese News gekommen sind. Relativ gute Entwicklung, kurzfristig zumindest. Wir sehen aber jetzt dann auch langfristig am Kurs, wie schlecht die Aktie in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist. Im Qualitätscheck haben wir einen Score von nur 5 von 15 Punkten, also auch hier katastrophale Bewertung. Ja, ist halt eben auch ein Turnaround-Play jetzt an der Stelle, um ja zu versuchen oder eine Spekulation drauf, dass das Unternehmen sich wiederholen wird. Dividende haben wir sogar 8 von 15 Punkten, obwohl die gekürzt werden musste. Aber ist jetzt auch nicht allzu stark, dieses Rating. Wir sind sehr, sehr auf Value und auf Dividend und Momentum ausgelegt hier bei dieser Bewertung. Bei dem Fair Value zum Umsatz sind wir deutlich unterbewertet. Gewinn wird nicht ausgewiesen, weil die machen keinen Gewinn im Moment, aber ist jetzt eben auch ein REIT, wo dann AFFO, FFO eher der richtige Bewertungsansatz wäre. Ja, hier sieht man auch die Dividende im Vergleich zum Gewinn und da sehen wir, dass die Dividende eben gekürzt werden musste. Hängt natürlich auch damit zusammen, weil der Gewinn negativ war. Aber an sich sind jetzt hier diese ganzen Basisfaktoren relativ grün, weil das Unternehmen eben so stark im Kurs gesunken ist. Piotrowski F-Score haben wir nur einen Score von 4 von 9. Also das ist auch wirklich sehr, sehr schlechtes Rating für Medical Properties Trust, auch jetzt nach dem Kursanstieg. Hier sehen wir 2021 Unternehmen Allzeithoch bei 23,63 US-Dollar. Jetzt sind wir bei 6,37 US-Dollar. Also wirklich ein rasanter Kursverlust, den man hier hat verzeichnen müssen. Das hängt eben mit den ganzen genannten Daten auch von mir zusammen. Die Dividende, wenn man sich die ganz genau anschaut, sehen wir hier die Kürzung von 2022 auf 2023. Nach diesen Schätzungen soll die Dividende tatsächlich noch weiter gekürzt werden und das halte ich persönlich auch für relativ wahrscheinlich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die Dividende hier nochmal gekürzt werden muss. Also jeder, der dieses Unternehmen im Depot hat, sollte sich da auf jeden Fall schon mal von der Dividende verabschieden. Es ist eben jetzt einfach ein Unternehmen, was in absoluter Schieflage ist und da muss das Hauptgeschäft erstmal wieder profitabel gestaltet werden und dann kann man auch wieder eine Dividende ausschütten. Und wir sehen auch hier, Dividende je Aktie ist jetzt hier nur noch auf 0,08 US-Dollar ausgeschrieben, also die Senkung völlig klar.
Aktuelle Dividendenrendite stimmt jetzt hier nicht. 5 Jahre waren 6,28%, in den letzten 10 Jahren 6,53%. Payout Ratio eben negativ und hier sieht man eben auch die Wachstumsrate des letzten Jahres, minus 24,14%. Aber man zahlt schon seit 19 Jahren die Dividende, bringt halt eben relativ wenig, wenn man jetzt so Schwierigkeiten hat, dass man die Dividende hier total slashen musste. Ja, hier mal zum Kurs endlich. Und ja, sehr, sehr spannend. Das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich das Unternehmen hier mal vorstelle. Ich denke, ja, sollte schon sehr, sehr bekannt sein eigentlich. Medical Properties Trust auf jeden Fall. Starker Kursverlust, wie bereits erwähnt, seit 2021. Jetzt endlich einen kleinen Boden gefunden und zwar ja, zufälligerweise genau auf der einzigen Unterstützung, die es noch gegeben hätte, und zwar auf dem Niveau von 2009. Also völlig logisch eigentlich, dass das Unternehmen, wenn dann, hier einen Boden baut. Und der Boden ist aber jetzt tatsächlich auch vollendet. Also diese wichtigste Monatszone wurde jetzt hier respektiert von Medical Properties Trust, was natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen ist schon mal. Wir sehen jetzt hier auch, dass wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen haben. Also hier Schulter, Kopf, Schulter und haben jetzt hier mit dieser Nackenlinie, diesem Überschreiten der orangenen Linie, mit diesem Wochenschluss eigentlich auch hier den Boden hervorragend vollendet. Das bedeutet eigentlich für mich, ja, wir sehen jetzt hier erstmal kurzfristig steigende Kurse. Also es wäre tatsächlich jetzt hier ein Kaufsignal ausgelöst worden bei Medical Properties Trust. Aber die ganzen fundamentalen Daten, die lassen natürlich eher Negatives ja, nach sich ziehen. Also da wäre ich definitiv vorsichtig. Aber es lässt sich hier auf jeden Fall sagen, wenn man in Medical Properties Trust eingestiegen ist oder einsteigen möchte, dann ist das jetzt hier das erste wirklich gute Kaufsignal seit 2021, dass hier auch mal dieser Abwärtstrend, dieser dynamische Trendkanal nach oben verlassen wurde. Also jetzt scheint es an der Zeit zu sein, erstmal sich hier zu stabilisieren. Wir haben relativ viel Luft nach oben, auf jeden Fall mit vielleicht bis zu 8 US-Dollar. Aber ein Weg bis hier hoch auf die letzten All-Time-Highs wird Jahre dauern. Also wir werden hier nicht in 3 Monaten da oben stehen, definitiv nicht. Das halte ich für eigentlich ausgeschlossen. Da muss noch sehr, sehr viel passieren und das wird sich über Jahre hinziehen. Und ja, es ist einfach wirklich ein Turnaround-Play. Aber wenn ich jetzt die Aktie hätte, würde ich sie definitiv nicht verkaufen im Moment. Ich würde sie aber auch auf keinen Fall kaufen, auch wenn es jetzt hier ein Kaufsignal generiert hat. Und wenn ich sie habe, dann würde ich sie halten. Und ist für mich an der Stelle nochmal ganz klar gesagt ein wirklich ganz schlechtes Unternehmen mit einer absolut katastrophalen, wir haben einen absolut katastrophalen CEO und dem ganzen Board. Also die sind absolut, ja, einfach ganz schlecht aufgestellt, haben alles schlecht kommuniziert an alle Aktionäre, haben ihre ganze Struktur einfach über Jahre lang schlecht aufgezogen, waren schlecht diversifiziert, hatten ein großes Klumpenrisiko und das wurde natürlich auch über Jahre hinweg moniert und man hat aber immer alle Kommentare und Hinweise ignoriert und das hat auch eben dann dazu geführt, dass man jetzt so in Schieflage geraten ist. Ich möchte jetzt noch ein paar Key-Daten zu Medical Properties anschauen. Wir haben einen Dividenden-Yield im Moment von 5,71%, nur noch eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden US-Dollar. P-Ratio und so weiter spielt natürlich keine Rolle, weil wir einen REIT haben. Net Income war negativ in 2023. Hauptmarkt, wie bereits erwähnt, die USA. Dividende wurde gekürzt. Beim Revenue sehen wir jetzt eben auch hier einen deutlichen Umsatzrückgang. Völlig logisch, dadurch, dass eben der Mieterausfall hier gekommen ist von Steward Healthcare. Hohe Verschuldung, wie bereits erwähnt. Die Verschuldung konnte zwar leicht gesenkt werden im Vergleich zu 2021, 2022, 2023, sollte aber auch logisch sein, weil die Interest Rates eben so extrem angestiegen sind. Also da muss man definitiv auf die Bremse steigen. Und so wirklich gut haben sie es aber hier auch nicht geschafft, zu verhindern, dass sich die Schuldenlast weiter ausbreitet. Immerhin hat sie sich hier eher seitwärts entwickelt. Bei den Funds from Operations, die sehen wir jetzt hier unten in lila, da sieht es eigentlich ähnlich aus. Also wir hatten jetzt hier ein negativeres Ergebnis, also ein schwächeres Ergebnis im Vergleich zu 2022. Quartärlich, wenn man das anschaut, ist es wirklich ganz schlecht. Im Vergleich 2024 zum Q1 23 hatten wir ungefähr einen 50-prozentigen Einbruch der Funds from Operations. Also das ist natürlich auch einer der Hauptgründe, warum man dann eben die Dividende hier cutten musste. Also man hatte einfach keine andere Wahl mehr, als das zu tun.
Bei den Total Common Shares Outstanding, obwohl das Unternehmen hier ja wirklich Probleme hat, hat man hier versucht zu verhindern, wirklich große Aktienanzahlen zu erhöhen. Das ist relativ gut gelungen. Die ist zwar immer noch leicht steigend, aber nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Wenn man sich das hier anschaut, also seit man in Schieflage geraten ist, wird da wirklich nicht mehr viel übernommen und so weiter. Ist logisch, deswegen muss man auch weniger Aktien ausschütten. Dividende, wie bereits erwähnt, hier gesenkt von 1,116 auf 0,88 US-Dollar und bei den zukünftigen Aussichten für das Unternehmen sieht es schlecht aus. 2024 wird ein deutlich negatives Ergebnis erwartet. 2025 soll es dann wieder leicht positiv sein, aber das nehmen jetzt auch die Earnings per Share. Beim Umsatz soll der Umsatz wieder leicht wachsen 2024 und ab da wirklich ganz langsam und gemächlich sich stetig seitwärts bzw. mit einer leichten Tendenz nach oben entwickeln. Also für mich, Medical Properties Trust, Fazit, Finger weg, völliger Müll eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ist es jetzt hier ein Kaufsignal? Ja, aber es gibt einfach viel bessere Aktienunternehmen in den USA und generell auf der Welt, die eben nicht solche strukturellen Probleme haben und die einfach gut dastehen, fundamental und technisch. Und dann kann ich es auch nicht nachvollziehen, warum man dann so ein ja, von Krisen und Problemen geschütteltes Unternehmen kaufen muss. Aber das ist natürlich immer eure eigene Entscheidung, in welche Unternehmen ihr investieren wollt. Das ist ja auch alles keine Anlageberatung, die ich hier mache. Und deswegen würde es mich sehr, sehr interessieren, ob du vielleicht Medical Properties Trust im Depot hast, vielleicht sogar nachkaufst. Meine aktuelle Einschätzung ist ja, wie bereits erwähnt, halten aufgrund der aktuellen guten Situation, auch wenn es fundamental meines Erachtens nach immer noch schlecht aussieht. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.